Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein wirklich einfaches Rezept aus dem Bereich Fast Food. Und zwar machen wir schnelle Cheeseburger-Brötchen. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, dann eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Zwiebeln in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Danach kommt das Hackfleisch dazu, insgesamt 500 Gramm. Ich habe hier gemischtes Hack verwendet, also halb Rind und halb Schwein. Das könnt ihr aber im Prinzip machen, wie ihr wollt. Das Hackfleisch jetzt schon mal kräftig mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen und dann unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer bis mittelhoher Hitze krümelig anbraten. Wenn das erledigt ist, den Herd ausschalten, jetzt 150 Gramm Cheddar in Scheiben einfach auf das Hackfleisch legen, bis alles mit Käse bedeckt ist, dann abdecken und so lange stehen lassen, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Währenddessen kümmern wir uns noch schnell um die restlichen Zutaten, das heißt 1 bis 2 Tomaten mit einem Messer in dünne Scheiben schneiden. Außerdem habe ich hier noch 2 große Essiggurken, ebenfalls in Scheiben schneiden und dann noch einen halben Kopf Eisbergsalat in dünne Streifen. Zum Schluss für die Soße jeweils 75 Gramm Ketchup und Mayonnaise sowie einen Teelöffel Senf in eine kleine Schüssel geben, glatt rühren und dann sind wir auch schon fertig. Der Käse sollte mittlerweile auch geschmolzen sein. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt ein Brötchen mittig halbieren, beide Seiten jeweils mit einem Esslöffel der Burgersoße einstreichen, dann ein paar Scheiben Tomaten, etwas Eisbergsalat, danach eine gute Portion Hackfleisch. Das sollte durch den geschmolzenen Käse auch alles ganz gut zusammenhalten. Zum Schluss die Essiggurken und dann die Brötchen-Oberhälfte. Alternativ zum Brötchen könntet ihr das Ganze auch einfach in einen Wrap wickeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.